Sie haben Krankheitssymptome und möchten wissen, welche Erkrankung dahinter steckt? Haben Sie dafür schon mal eine Symptomchecker-App verwendet? Bietet Ihre Krankenkasse vielleicht sogar eine solche App an? Vielleicht lässt sich dadurch ja ein Arztbesuch vermeiden. Aber worauf sollte man bei solchen Apps achten? Wird beispielsweise künstliche Intelligenz, also KI, eingesetzt? Dass die KI die Medizin verändert, steht außer Frage. Sie wird unter anderem bei der Auswertung von MRI-Bildern, aber auch bei den beschriebenen Symptomchecker-Apps schon jetzt eingesetzt. Eine durch uns durchgeführte repräsentative Umfrage zeigte, dass 2/3 der Schweizerinnen und Schweizer die Unterstützung der Ärzte durch KI bei der Auswertung von MRIs positiv bewerten. Bei Symptomchecker-Apps sind sie aber skeptischer. Weniger als 1/3 würde diese Apps nutzen, um zu entscheiden, ob ein Arztbesuch notwendig ist. Mangelndes Vertrauen, dass die App zum richtigen Ergebnis kommt, aber auch die Frage, was mit den eigenen Daten, die man dort eingibt, passiert, könnte diese Skepsis vielleicht erklären. KI in der App heißt auch nicht gleich, dass eine Symptomchecker-App besser funktioniert. Es gibt Apps mit und ohne KI. In einer herkömmlichen App wird eine vorgeplante Entscheidungsmatrix eingesetzt, die beinhaltet die publizierte Studienlage, aber auch ärztliches Wissen. In einer App mit KI wird der Algorithmus üblicherweise mit Daten von Beispielen trainiert. Von denen weiß man im Vorhinein, ob sie richtig oder falsch sind. Dann überprüft man mit weiteren Daten, ob der Algorithmus richtig vorhersagt. Und erst dann kommt er in die Anwendung. Dazu braucht es Daten von vielen verschiedenen Menschen und diese Daten natürlich auch in guter Qualität. Symptomchecker-Apps sind Medizinprodukte. Das heißt, es muss zumindest eine gewisse Ergebnisqualität nachgewiesen werden. Um diese Qualität weiter zu verbessern, liegt die Zukunft dieser Apps in stärkerer Personalisierung, indem man zum Beispiel auch eigene Daten von Arztbesuchen oder Sensoren, zum Beispiel Blutzuckermessung, regelmäßig in die App einfließen lässt. Aber was passiert mit all den persönlichen Daten? Genau das ist heute noch ein Problem. Denn was mit den eigenen Daten passiert, ist nur schwer herauszufinden und meist in sehr langen, unverständlichen Erklärungen verborgen. Und auch bei seiner Krankenkasse bekommt man nicht immer eine klare Antwort auf diese Frage. Ohne Frage wird es in der Zukunft mehr Symptomchecker-Apps mit KI geben und die Qualität wird besser werden. Es muss aber transparenter aufgezeigt werden, was mit unseren persönlichen Daten passiert. Und wenn das für einen stimmig ist, heißt es ausprobieren und das Ergebnis kritisch reflektieren.